Herzlich willkommen im Berliner Zinner zu unserem Corona-Special. Wir haben heute eine illustre Runde, wie immer den Daniel und mich, aber auch gleich 3 Gäste. Und das sind die Asta, die Claudia und der Holger. Und mit denen wollen wir vor allem über ihr Projekt Free to Freelance reden, mit dem sie Freelancer, wie der Name schon sagt, während der Corona-Krise unterstützen wollen. Aber dazu gleich. Wir kennen euch jetzt schon ein bisschen, aber damit unsere Zuschauer euch auch ein bisschen kennenlernen, würde ich euch bitten, euch einzelne mal kurz vorzustellen. Ladies first, zuerst Asta, dann Claudia, dann Holger. Okay, Olaf, vielen Dank. Also mein Name ist Asta Baumöller. Ich habe ursprünglich Design studiert, lange im Medienbereich bei einem namhaften Musiksender in verschiedenen Ländern gearbeitet und habe dann 2007 meine eigene kleine Firma hier in Berlin gegründet mit dem Namen Melt Media Berlin, Personal- und Organisationsberatung. Das heißt, zum einen suche ich neue Mitarbeiter, freie und feste, ganz unterschiedliche Level, also Einstiegslevel bis großes Management. Zum anderen berate ich Unternehmen in Organisationsthemen und was, glaube ich, so ein bisschen mein USP ist vielleicht, dass ich ein Kreativstudium habe und das ist nicht so üblich unter den Organisations- und Personalberatern und dadurch kommt es dann eben manchmal, dass ich für Unternehmen, also bevorzugt für Unternehmen arbeite, die Kreative suchen. Danke. Okay, dann mache ich mal weiter. Die zweite Lady in der Runde hier. Mein Name ist Claudia Wulff und ich nenne mich immer gerne digitale Personalberaterin oder Digital Headhunter und habe in 2010 mein Unternehmen Nakama gegründet. Das steht für Group of Colleagues oder Group of Friends und ist japanisch. Und wir haben uns mit dem Unternehmen auf die Besetzung von Fach- und Führungspositionen in der digitalen Wirtschaft damals spezialisiert. Damals war es vielleicht noch ein bisschen spezieller. Heute ist es eigentlich eher so das Gros der Wirtschaft und helfen Unternehmen eben schon, wie schon gesagt, bei der Suche und Auswahl von digitalen Fach- und Führungskräften, machen da aber auch Interim Management und als zusätzlichen Service sind wir auch im Talent Acquisition Management tätig, was im Moment gerade mein größtes Projekt ist. Und in dem Zuge haben wir es natürlich mit sehr vielen Freelancern auch zu tun und kriegen jetzt eben auch mit, gerade was so in der digitalen Wirtschaft passiert, wie Freelancer jetzt kurzfristig ihre Projekte verlieren. Und deswegen fand ich die Idee von Asta so toll und deswegen sitzen wir heute zusammen mit der Free to Freelancer. Danke. Holger? Hallo, ich bin Holger Eggert. Danke für die Einladung. Ich bin Strategic Designer. Das ist Fachchinesisch und man kann es übersetzen mit, ich arbeite an der Schnittstelle von Produktstrategie und Organisationsstrategie. Das heißt, ich helfe Unternehmen oder wenn es große Unternehmen sind, Teams in Unternehmen, Produkte zu bauen, die die Kunden hinterher lieben, aber gleichzeitig in einem Team oder in der Organisation, die sie selber lieben. Das ist also so ein zweigleisiges Arbeiten. Cooles Produkt machen, aber auch schauen, dass entweder am Anfang oder wenigstens am Ende ein cooles Team dasteht, was es dann auch im besten Falle selber kann. Ich mache das seit ein bisschen über 20 Jahren. Ich bin Freelancer und es macht total Spaß. Okay, das sind 3 sehr unterschiedliche Lebensläufe oder berufliche Laufbahnen. Uns interessiert es natürlich, wieso ihr 3 jetzt genau zusammengekommen seid und was es mit eurem Projekt Free to Freelance auf sich hat. Und dafür würde ich jetzt mal an Daniel übergeben, der da bestimmt einige Fragen dazu hat. Ja, vielen Dank, Olaf. Ja, also Freelancer, das ist ja, scheint ja so ein Trend zu sein. Diese Flexible Workforce, von der jeder spricht, schon die letzten 5 bis 10 Jahre. Das sind ja Freelancer oder die Freischaffenden. Habt ihr genau den Nagel auf den Kopf getroffen hier. Was mich erstmal interessieren würde, grundsätzlich, wie habt ihr euch denn gefunden? Welches Netzwerk seid ihr? Wie sind die Aufgaben verteilt worden? Wie lange arbeitet ihr schon an diesem Projekt? Und wie nachhaltig seht ihr euer Hashtag Free-to-Freelance-Projekt? Nachhaltig im Sinne von, soll da irgendwann mal ein Geschäft draus entstehen? Vielleicht Asta, ich gebe gleich mal an dich. Ja, okay, danke Daniel. Also das Ganze ist im Grunde genommen so zustande gekommen, um mal so ein bisschen am Anfang von Free to Freelance anzufangen.
dass das losging mit Corona. Ich habe mich unterhalten mit dem einen oder anderen Freiberufler, den ich so kenne, oder Solo-Selbstständigen, das ist echt ein komisches Wort, aber benutzen wir das mal in diesem Zusammenhang. Und habe also mitgekriegt, dass das bei denen ein bisschen wie bei mir auch ist. Also plötzlich wurden alle Gespräche abgebrochen, die man bis zu dem Zeitpunkt geführt hat. Firmen haben gesagt, wir gehen jetzt in einen Freeze, also momentan, wir stellen nicht ein, wir vergeben keine Projekte, tun uns leid, müssen wir später drüber reden. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es da Leute gab, die gesagt haben, ach du meine Güte, ich bin beispielsweise Eventmanager oder ich arbeite im Konzertbereich, aber auch Designer und auch digitale Profile, weil die plötzlich also irgendwie völlig ohne Projekte teilweise dastanden und auch mit der großen Angst, Mensch, in den nächsten Wochen oder Monaten kommt vielleicht auch echt überhaupt kein Geld rein. Vor dem Hintergrund habe ich mir ein bisschen überlegt, was kann man tun, damit Freiberufler und Unternehmen besser und schneller zueinander finden. Das heißt, vielleicht das nutzen, was da ist, die großen Plattformen, Xing, LinkedIn, wo viel Freelancer gesucht werden. Und jetzt kommt ein bisschen das Fach-Know-how ins Spiel, da ich ja selber auch viel Freelancer suche. Claudia macht das hier und da ja auch. Kenne ich dieses Thema, dass Personaler am Start haben, dass sie nämlich plötzlich sagen, Mensch, jetzt brauchen wir einen Experten, einen Freelance-Experten, dann gucken wir mal erstmal in unsere eigene Datenbank, oh, da haben wir nicht die passenden oder die haben gerade keine Zeit, dann müssen wir jetzt suchen bei Xing oder LinkedIn. Das kommt durchaus vor. Ja. Das Problem ist, die müssen dann erstmal diverse Leute anpingen und ansprechen und die erfahren eben sehr häufig, dass derjenige oder diejenige, die sie angesprochen haben, keine Zeit hat, also gerade gebucht ist auf einem anderen Projekt. Um das auszuschalten, habe ich gedacht, braucht es eigentlich eine Funktionalität, mit der ganz klar ist, dieser Freelancer ist jetzt buchbar in Anführungsstrichen. Das gibt es bei Freelance-Plattformen wie Upwork oder Malt oder dergleichen, aber das ist dann ja auch immer eine bezahlte Variante für den Auftraggeber. Und von daher habe ich mir überlegt, eigentlich müsste was aus der Community der Freelancer oder Selbstständigen heraus entstehen, was ein einheitliches Zeichen ist und was man ganz leicht einsetzen und wieder rausnehmen kann. So ist Free-to-Freelance entstanden. Also so ist die Idee entstanden. Dann habe ich mich mit einer Expertin aus dem Social-Media-Bereich dazu unterhalten, die mir sehr dazu geraten hat, das umzusetzen. Und dann habe ich überlegt, wer könnte da vielleicht mitmachen? Also wer hat noch ein zusätzliches Know-how, was wichtig ist für dieses Projekt und wer ist da auch inhaltlich interessiert und könnte vielleicht jemand sein, der also da auch noch gut drauf einzahlen kann und das auch gerne macht. Und im Zuge dessen habe ich Holger und Claudia, die ich ja schon vorher kannte, mal gefragt und die waren eben sehr schnell begeistert und haben gesagt, wir machen mit. Und da ist es tatsächlich so, also Claudia hat ein riesen Netzwerk, hat ein gutes Digital-Know-how, kennt auch die Situation von Freelancern und von Personalern. Holger sicherlich auch. Und bei Holger kommt noch dazu, dass er natürlich auch die Fähigkeit hat und das Know-how, jetzt mal schnell eine Website zu bauen und auch sehr gut den Prozess hinterfragt hat, als wir angefangen haben, daran zu arbeiten. Wir haben etwa 14 Tage daran gearbeitet, komplett remote. Also wir haben dann immer Termine gesetzt und haben besprochen, was muss jetzt als nächstes gemacht werden und wer macht. Kurze Zwischenfrage, Asta. Seid ihr alle drei in Berlin oder seid ihr irgendwie verteilt über Deutschland? Nein, Holger und ich sind in Berlin und die Claudia, die sitzt in Spanien. Oh. Im Lockdown, im strengsten Lockdown, den man sich vorstellen kann. Ja, und eigentlich müsste ich jetzt in Belgien sein. Okay. Da komme ich aber nicht mehr hin. Toll, also ich halte nochmal fest, das ist eine Initiative Freelancer für Freelancer. Ihr wollt diese Zwischenebene, diese Bezahlebene, die wollt ihr erstmal rausnehmen, damit es einfach schneller geht auch. Und ihr habt euch relativ schnell innerhalb der 14 Tage, so habe ich das verstanden, zusammengefunden. Ich würde gerne kurz korrigieren, wenn ich darf. Also ja, Claudia. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht erstmal rausnehmen, sondern das ist wirklich eine Hashtag-Initiative. Das heißt,
Wir unterstützen das, weil wir eben auch wissen, wie Freelancer suchen, beziehungsweise wie wir suchen. Und das ist auch wirklich eine lang angelegte Initiative. Wir wollen dafür jetzt, wir haben da nichts von, sagen wir es mal so, ja. Sondern es ist eher so, wenn wir jetzt bei uns zum Beispiel in der Kammer jetzt die Freelancer anrufen und sagen, hey, ich habe jetzt ganz plötzlich meine Projekte verloren, dann geben wir denen als allererstes mit, nehmt es mal bitte bei euch mit dem Profil mit auf. Wir versuchen das medial jetzt eben auch bekannt zu machen, damit es auch genutzt wird, weil nur wenn es Leute nutzen, bei der Suche, aber auch eben beim gesucht werden, dann funktioniert es. Also wir sind da tatsächlich auch darauf angewiesen, dass alle mitmachen. Aber wir jetzt als Asta und ich, wir zum Beispiel als nennen wir uns jetzt mal Personalberater oder Headhunter, wir haben da jetzt nichts von, sondern wir wissen einfach, wie der Markt funktioniert. Und wir hoffen, dass wir damit nicht nur jetzt über die Covid-Zeit, sondern auch danach vielleicht ein ganz klasse Tool geschaffen haben, um den Markt so ein bisschen im Flow zu halten, dass das nicht immer nur über Plattform geht. Ich hoffe, unsere Kollegen mit Plattform-Business mögen es uns verzeihen, aber ich glaube, da haben alle was davon. Weil es können ja auch darüber sehr schnell Leute gesucht werden. Also es ist ja nicht nur für die Freelancer gut, sondern auch für Unternehmen, die kurzfristig suchen. Sorry. Ja, nochmal kurze Nachfrage, Claudia. Ach genau, jetzt wollte ich vorhin schon wissen, die Frage, ob ihr aus Berlin kommt, ja oder nein, ziele darauf hin, für wen gilt dieses, also es geht um Freelancer, ja, geht es um Aufträge in Deutschland oder ist das auch europaweit dann irgendwo angedacht? Europa. Deswegen auch Europa, Free to Freelance, genau, weil es einfach auch nicht auf Deutschland begrenzt ist und wir auch zum Beispiel ganz viele Freelancer haben, die jetzt meinetwegen Deutsch sind, aber irgendwo gerade in England oder in Amsterdam oder sonst wo sitzen. Also es ist wirklich eine europäische Initiative, die wir theoretisch auch noch darüber hinaus spielen könnten. Aber wir haben gedacht, Europa, also wir haben da gestartet, als Europa am härtesten getroffen wurde. Und ich kenne ganz viele Freelancer, die sich bei mir melden, die auch gar nicht in Deutschland sind. Und unsere Kunden sind auch nicht alle in Deutschland. Also von daher ist es, wir haben natürlich in Deutschland angefangen, weil irgendwo musst du einen Startpunkt haben. Aber unser Ziel ist es schon, das über die deutschen Grenzen hinauszutragen. Cool. Passt auch zum Berliner Sinne. Wir sind ja Berlin, europäisch. Ne? Das ist, glaube ich, eine gute Keimzelle, würde ich mal sagen. Cool. Wie bist du, also Holger, als du den Anruf bekommen hast, ja, teilzunehmen an dieser Initiative, an diesem Projekt, wie war deine erste Reaktion? Auch meine erste Reaktion ist die gleiche, immer wenn Asta anruft. Ey, geile Idee, wann fangen wir damit an? Es ist tatsächlich so. Also ich selber muss gestehen, ich habe ein bisschen, nenn's Glück, nenn's wie auch immer du willst. Ich habe gerade ein Projekt, das ein bisschen länger schon läuft. Da haben wir im März alle Beteiligten, sowohl, also es geht um ein großes Unternehmen, alle Angestellten intern, aber auch die ganzen externen, die da beteiligt sind, haben wir im März alle ins Homeoffice schicken müssen. Das machen wir jetzt alle verteilt, arbeiten wir daran weiter. Das funktioniert erstaunlich gut. Ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass es so gut funktioniert. Ich merke es aber natürlich im Freundeskreis oder ich sag mal so im Netzwerk, merke ich schon, wie reihenweise die Anfragen wegbrechen. Ich weiß von anderen großen Unternehmen, die teilweise gleich gesagt haben, bis September, wir streichen alles, wo man sich treffen muss. Und streichen auch alles, was irgendwie neue Investitionen bedeutet, neues Geld bedeutet. Da tun sie sich schwer. Gleichzeitig Freelancer haben per Definition Fähigkeiten, die jetzt gerade ganz passend wären. Freelancer können flexibel arbeiten, können unkompliziert und oft auch kurzfristig arbeiten. Wenn man das nicht kann oder will, dann hätte man sich den Beruf nicht ausgesucht. So gesehen, ich fand die Idee sehr passend und dachte mir, geil, natürlich, da müssen wir machen. Geht kein Weg. Da muss man auch kein Geld verdienen. Plattformen gibt es wie Sand am Meer, wo man bezahlen muss. Das ist eher so ein Ding, was kann man kurzfristig machen, was im besten Falle sich von alleine trägt oder von alleine von allen weitergetragen wird. Klasse, cool. Ich finde das super Idee. Olaf, du hattest eine Frage zu dem zur Hashtag-Initiative selbst. Ich glaube, da wurde vorhin gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen von der Claudia. Vielleicht kannst du deine Frage hier platzieren. Genau, vielleicht nochmal, also ich glaube, jeder kann sich mehr oder weniger was unter einer Hashtag-Initiative vorstellen, aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erklären, wodurch die sich genau auszeichnet, Asta, und vielleicht auch, wie du überhaupt darauf gekommen bist,
Also ist ja jetzt schon eine etwas andere Sache als eine Plattform, bietet sich natürlich auch an, weil das viele machen. Wieso jetzt genau für dieses Projekt eine Hashtag-Initiative? Und dann vielleicht auch, was deine Kollegin, die Social-Media-Expertin, was dann ihr Input dazu war. Ja, gerne. Also das Schöne am Hashtag ist, der ist allgemeingültig, der ist unkompliziert. Das ist ja eigentlich eine Verschlagwortung, was da stattfindet mit einem Hashtag. Wonach ich gesucht habe, war eben ein einfaches Zeichen, was jeder benutzen kann, was unkompliziert ist, was man schnell in sein eigenes Social-Media-Profil mit reinnehmen kann und was man aber auch schnell wieder mit rausnehmen kann. Und etwas, was diese Allgemeingültigkeit hat. Denn es ist ja heute schon so, dass Freelancer teilweise in ihre Profile reinschreiben, ich habe gerade Zeit oder ich bin in der Zeit von bis nicht gebucht, ruft mich doch an. Aber ein allgemeingültiges Zeichen, nach dem man suchen kann, denn so arbeiten Personaler, Headhunter etc. Ja, die suchen ja im großen Stile, möchte ich mal sagen, weil die möchten optimalerweise nicht nur ein Profil finden, denn dann ist das Risiko wahnsinnig hoch, dass derjenige gerade nicht kann, sondern die möchten ja verschiedene passende Profile finden. Und für diese Situation habe ich mir überlegt, da braucht es doch eigentlich, also im Grunde muss einer mal hingehen und sagen, das ist das Zeichen für ich bin available, so wie ein Taxischild, was leuchtet. Ja? Bei dem Hashtag kommt noch hinzu, dass man muss ja vielleicht auch eins bedenken. Es gibt, glaube ich, eine Menge Leute, die wollen das gar nicht so öffentlich sagen, dass sie jetzt freie Kapazitäten haben. Es ist zwar jetzt während der Corona-Pandemie wirklich überhaupt nicht peinlich, wenn man freie Kapazitäten hat, weil irgendwie fast alle freie Kapazitäten haben. Aber es gibt natürlich auch Freelancer, die wollen vielleicht gar nicht so deutlich sagen, Mensch, ich habe gerade nichts zu tun. Und da eignet sich der Hashtag auch ganz gut, denn man kann ihn auch, sagen wir mal, in einer Reihe von Hashtags ein bisschen verstecken, sodass es gar nicht so wahnsinnig auffällig ist. Trotzdem wird man gefunden, wenn dieser Hashtag im Profil vorhanden ist. Das ist im Grunde genommen so wie bei den Festanstellungskandidaten, diejenigen, die sich mit Personalsuche befassen, die kennen das Thema, das Wort Herausforderung im Profil sucht. So ähnlich kann man diesen Hashtag auch ein bisschen einbauen ins Profil. Das ist mal so eine Geschichte. Und wie bin ich drauf gekommen? Also im Grunde genommen war das die Überlegung und letztendlich bin ich bei einem Hashtag gelandet. Und als ich dann mit der Katrin Köhler gesprochen habe, ich habe das in erster Linie deshalb getan, weil ich würde sagen, ich bin, einigermaßen Social-Media-affin, aber sicherlich keine Expertin in dem Bereich. Und habe gedacht, Mensch, da muss ich mich jetzt aber auch mal ein bisschen absichern, denn womöglich habe ich an irgendwas überhaupt nicht gedacht. Und ich erzähle dir das jetzt und die sagt, nee, also das und das und das und das und das und das. Und habe sie dann angerufen, habe ihr gesagt, du, darf ich dir mal was erzählen und kannst du mir mal sagen, was du davon hältst? Glaubst du, es könnte funktionieren? Siehst du Schwachstellen, wenn du drüber nachdenkst? Glaubst du, da habe ich vielleicht irgendwas nicht bedacht? Und die hat aber sehr schnell gesagt, nee, sie könnte sich vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Sie fand das auch eine ganz gute Idee, weil man eben so ein einheitliches Zeichen kreiert. Und die Herausforderung liegt jetzt sicherlich darin, das breiter bekannt zu machen. Denn das ist sicherlich momentan die größte Herausforderung. Also da wäre es natürlich schön, wenn mehr wie ihr so ein bisschen hingehen würden und darüber berichten würden, nicht damit wir uns in den Vordergrund stellen, sondern damit der Hashtag als solcher und seine Funktionalität unter Freelancern, Selbstständigen und Personalern bekannt wird. Mhm. Gut, gerade ums bekannt machen, wir haben ja auch mit unserem Podcast zum Beispiel ein eigenes Projekt gestartet oder jetzt mit unseren Interviews zu Corona. Und da ist, glaube ich, immer sehr wichtig, was Freunde und Bekannte dazu sagen, wie sie darauf reagieren. Und vielleicht, Claudia, kannst du mal erzählen, wie aus deinem Bekanntenkreis die Resonanz auf das Projekt, sage ich jetzt mal, wie das gewesen ist? Also die war großartig und alle die auch ein Netzwerk haben, haben das sofort in ihrem Netzwerk aufgenommen, in ihren Newsletter aufgenommen, teilweise auch die tatsächlich jetzt auch auf Projektsuche sind, in ihren Profilen aufgenommen. Also wir haben eine echt tolle Resonanz. Ist natürlich immer sehr begrenzt auf das eigene Netzwerk. Deswegen
sind wir jetzt im Grunde genommen dabei, auch, ich sag mal, so ein bisschen größer zu spielen. Also ich habe da noch so eine kleine Liste von Netzwerken, die ich noch kontaktieren möchte, wo ich mir hoffe, dass die auch das in der Welt verbreiten, weil ich glaube nur, dass es auch funktioniert, wenn es wirklich auch umgesetzt wird. Aber also die Resonanz war insgesamt super und die Resonanz ist vom Designer über Künstler, über Musiker, über Maler. Also wir sind ja jetzt nicht nur in der digitalen oder in der Künstlerwelt unterwegs, sondern wir sprechen damit ja wirklich alle Freelancer an. Und da fühlten sich ganz viele auch positiv bestärkt. Und wo sie es dann nachher einsetzen, das muss ja nicht immer LinkedIn, Xing oder sonst was sein, das kann ja auch in einem ganz anderen Umfeld sein, das ist dann auch jedem selbst überlassen. Wichtig ist nur, dass es eingesetzt wird und von daher die Resonanz insgesamt war super. Und wer von euch hatte die Idee Free-to-Freelance? War das sozusagen gemeinsames Brainstorming oder bist du darauf gekommen, Asta? Nee, da bin ich drauf gekommen. Und ich habe dann, wie gesagt, also Claudia und Holger kontaktiert, nachdem ich mit Katrin gesprochen hatte und die mir quasi den Stempel gegeben hat, also da hast du nichts Wichtiges vergessen. Und dann habe ich Claudia und Holger angerufen und die waren eben sehr schnell, die haben es auch sehr schnell verstanden. Also das mag jetzt ein bisschen damit zu tun haben, dass die natürlich da irgendwie vielleicht eine etwas höhere Affinität mitbringen. Claudia natürlich sowieso aufgrund ihres Profils. Holger ist aber sicherlich auch, also erstmal sehr digital affin und versteht nach meinem Empfinden Ideen immer sehr schnell, sieht auch sehr schnell die Schwachpunkte, wenn es und deswegen waren die sehr, sehr schnell mit dabei. Und ab dem Moment, also wo letztendlich, also ich habe die Domain für die Website gesichert und dann haben wir eigentlich losgelegt. Und dann haben wir überlegt, was brauchen wir denn jetzt noch alles? Welche Texte müssen da drauf? Was brauchen wir Motive? Brauchen wir Pressemeldungen und so weiter und so fort. Und dazu haben wir dann regelmäßige kleine Videokonferenzen gemacht und uns angerufen und über WhatsApp eine Gruppe gegründet. Fertig. Aber was ich auch nur noch mal festhalten wollte für die Zuschauer, Zuhörer, also es geht um jegliche Art von Freelancern in ganz Europa. Also jeder kann sich von diesem Hashtag angesprochen fühlen und die Zielgruppe, also die Freelancer suchen, sind vor allem HR-Abteilungen oder mittelständische Unternehmen, die Geschäftsführung zum Beispiel. Ich glaube, also HR natürlich vorrangig. Aber es ist natürlich auch sehr häufig so, dass die Fachabteilungen Freelancer suchen und die HR-Abteilung gerne da in diesem Fall auch mal übergehen. Letztendlich kann man, glaube ich, so breit gehen, dass man sagt, es ist für jeden Freelancer geeignet, egal aus welcher Fachrichtung. Es ist letztendlich auch nicht nur europaweit einsetzbar, wenn jetzt USA kommen würde und die damit arbeiten würden. Also wir haben hier und da schon welche in den USA, die es verwenden. Spricht auch überhaupt nichts dagegen. Es ist halt nicht etwas, also wir haben jetzt nur diesen Begriff Hashtag Free-to-Freelance erfunden und setzen da eine Funktionalität drauf, die wir erklären auf unserer Website. Und letztendlich kann jeder damit arbeiten in seinem Bereich. Wie gesagt, branchenübergreifend und auch grenzenübergreifend. Die andere Frage ist, ab wann dieses Prinzip wirklich greift. Das heißt, ab welchem Zeitpunkt ein Personaler, wenn er nach diesem Hashtag sucht oder den in seine Suche einbindet, wann der eine gute Menge an Resultaten kriegt. Und das wird natürlich erst dann passieren, wenn viele damit arbeiten. Und deswegen ist das eben auch so wichtig, dass wir eine gewisse Verbreitung hinkriegen. Gut, also ich muss sagen, ich finde es ein super Projekt und ich drücke die Daumen und wir werden auch so gut wie wir das können, werden wir euch auf jeden Fall auch weiterhin unterstützen. Vielleicht zum Abschluss, Daniel, hast du vielleicht nochmal eine Frage in die Runde? Vielleicht jetzt nochmal eine groß angelegte Frage zur Corona-Krise vielleicht oder eine Abschlussfrage? Also so wie wir das immer handhaben hier in unserem Corona-Spezial, wir wollen irgendwo wollen wir was Positives noch sehen bei all diesen, bei den ganzen Herausforderungen, die man hier so hat, egal in welcher Position, Familie, Angestellter, Freelancer. Deswegen die Frage vielleicht an Holger. Jetzt die Regierung in Deutschland hat ja schon sowas wie eine
einen Exit-Plan definiert, so grob. Ja? Also für Geschäfte können wieder aufmachen, Familien können wieder rausgehen, Kinder können wieder in die Schulen oder in die Kindergärten gehen. Nimmst du irgendwas oder kannst du irgendwas Positives aus dieser ganzen Corona-Krise mitnehmen? Für dich oder vielleicht auch für uns als Gesellschaft? wenn also Asta und Claudia können natürlich gerne unterstützen. ja, du hast recht, die Frage ist groß. Ich probiere es mit einer kurzen Antwort. Es gibt im Englischen, und das ist gemein, weil mir gerade nicht mehr einfällt, von wem es ist, ein Mensch, der eine berühmte Kindersendung hatte und der ist letztes Jahr gestorben und mir fällt der Name partout nicht ein. Vielleicht findet ihr es hinterher und könnt es noch irgendwie in die Shownotes dazu schreiben. Richtig, machen wir. Der hatte diesen Ausspruch gebracht, look for the helpers. Das war so sein, look for the helpers. Das war so sein Weg, Kindern die Angst vor Katastrophen zu nehmen. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, ein Autounfall oder was Größeres, ein Haus brennt, guck mal, da kommen ganz viele und helfen. Sei es professionelle Rettungssanitäter, Feuerwehr, sei es aber auch Privatleute, oder Laien, die das nicht professionell machen. Die kommen und helfen. Das war so seine Art, Kindern die Angst vor sowas zu nehmen. Und ein Stück weit kann man das gerade beobachten. Das finde ich sehr schön. Bös gesagt, wir sitzen alle in einem Boot und auf einmal merken wir das mal wieder. Nachdem so die erste Welle von Egoismus vorbei war, jeder war sich selbst beim Klopapierkauf der Nächste. Jetzt merken wir doch, wir kommen aus dieser Nummer nur gemeinsam als Gesellschaft raus. Anders geht das nicht. Und siehe da, auf einmal wächst so eine Gesellschaft auch ein Stück weit wieder zusammen, was paradox klingt, weil jeder bleibt ja gerade zu Hause. Nichtsdestotrotz in der Sache finden wir gerade mehr zusammen, als vielleicht noch vor einem halben Jahr das Gefühl war. So kommt es mir gerade vor und das finde ich sehr, sehr positiv. Abgesehen davon gibt es natürlich im Kleinen ganz viel, wo sowas dann auch teilweise sehr kreative Blüten trägt. Wenn die Leute Zeit haben, fangen sie an, lustige Videos zu drehen, wie sie auf ihrem Gaskocher DJ-Scratchen machen. Das war irgendjemand aus Italien, glaube ich. Das sind so die Kleinigkeiten, die es dann ein bisschen versüßen. Das hilft natürlich nicht bei der Pandemie, die gerade vor unserer Tür steht, aber es macht es ein bisschen erträglicher. Ich finde, das sind super Schlussworte und vor allem mit eurem Projekt Hashtag Free2Freelance drückt ihr ja genau das aus, Solidarität und Gemeinschaftsgefühl für eine größere Gruppe an Menschen. Ich finde es toll, Olaf, wir finden es toll. Ne? Deswegen freuen wir uns, da euch weiter zu begleiten. Dankeschön. Und euren Hashtag Free2Freelance zu promoten auf allen Kanälen, die wir so haben. Dankeschön. Danke. So, vielen Dank. Bis später. Ne? Tschüss. Bis später. Tschüss. Bis später. Ciao.